In diesem Video werde ich euch zeigen, wie ihr so einen Toilettendeckelbezug häkeln könnt. Ich bin mir sehr wohl bewusst, dass die Meinungen bezüglich eines WC-Deckelbezugs stark auseinandergehen, jedoch da es die Gruppe für dafür gibt, werde ich mir einmal die Mühe machen, das Ganze mit euch hier durchzuarbeiten. Ich wünsche euch viel Spaß. Hallo zusammen. Diesen WC-Deckelbezug habe ich mit Topflappengarn abgehäkelt. Welches Garn ich genau genommen habe, werde ich euch unten in die Infobox reinschreiben. Die Kordel habe ich mit der Strickliesel gemacht. Wie das funktioniert, falls ihr noch nicht wisst wie, findet ihr auch bei mir das Video über die Strickliesel. Der Bezug wird aus 49 Reihen feste Maschen bestehen und der Außenradius aus 7 Reihen. Wie ich die einzelnen Reihen jedoch gehäkelt habe, werdet ihr im Laufe des Videos von mir gezeigt bekommen. Beginnen wir zuallererst mit 12 Luftmaschen. Plus eine Wendeluftmasche, da wir danach mit festen Maschen arbeiten werden. Wir werden direkt zu Beginn der ersten Reihe 2 Zunahmen einbauen. Das heißt, in die erste Masche 2 feste Maschen abhäkeln. Danach wieder nur eine in jede Masche. Bei der letzten angekommen, auch hier wieder 2 feste Maschen in die letzte Masche. Die will natürlich nicht. So. Zum Schluss die Wendeluftmaschen nicht vergessen. Nun müsstet ihr 14 Maschen haben. In der nächsten Reihe werden wir wieder 2 zunehmen, um auf 16 Maschen zu kommen. Das heißt, wir werden nach der Wendeluftmasche in die erste Masche 2 feste Maschen wieder häkeln. Nun häkle ich die erste Masche, die vordere Lasche, von unten nach oben ab, um das Ganze etwas dünner hinzubekommen und locker. Ich habe zwar bereits schon eine Häkelnadel Nummer 4,5 gewählt für das dicke Topflappengarn, trotz alledem kann man so auch noch ein bisschen tricksen, um es dünner und lockerer zu bekommen. Jedoch solltet ihr darauf achten, dass ihr die erste und die letzte Masche immer komplett abmascht, damit sich euer Häkelstück außen nicht auseinanderzieht, um dem Ganzen eine Festigkeit zu verleihen. Nun sind wir bei Reihe 3 angekommen. Ab hier bis zur 12. Reihe werden wir jetzt immer 2 Zunahmen pro Reihe machen, das heißt eine links und eine rechts außen, in der ersten 2 feste Maschen und in der letzten 2 feste Maschen. Die Wendeluftmasche nicht vergessen und wieder das gleiche Spektakel von vorne. In der ersten 2 feste Maschen, in der letzten 2 feste Maschen. Wenn ihr bei Reihe 12 angekommen seid, müsstet ihr bei 36 feste Maschen liegen. Dann sehen wir uns wieder. Nun häkeln wir Reihe 13 und 14
ohne Zunahmen. Nun kommen wir zur Reihe 15. Hier brauchen wir wieder 2 Zunahmen. Wir häkeln wieder in die erste Masche 2 feste Maschen und am Ende angekommen in die letzte 2 feste Maschen. Damit müssten wir auf 38 feste Maschen kommen. Reihe 16 werden wir wieder ohne Zunahmen häkeln. So. Nun kommen wir zur Reihe 17. Bevor wir die Reihe 17 anfangen, müssten wir 38 feste Maschen haben. In Reihe 17 allerdings werden wir wieder 2 Zunahmen machen. Eine am Anfang, eine am Ende. Nun müssten wir 40 feste Maschen haben, wenden das Ganze und werden in Reihe 18 wieder 2 Zunahmen machen. Reihe 19 und 20 werden wieder ohne Zunahmen abgehäkelt. Am Ende von Reihe 20 müssten wir nun 42 feste Maschen wieder haben. Ab Reihe 21 werden wir wieder 2 Zunahmen machen und Reihe 22
wieder ganz normal ohne Zunahmen. Reihe 23 bis 25 werden wir auch ohne Zunahmen einfach erstmal durchhäkeln. Bei Reihe 25 angekommen, müssten wir 44 feste Maschen haben. In der 26. Reihe müssen wir wieder 2 Zunahmen machen. So, wir nähern uns dem Ende der 26. Reihe und müssten nun 46 feste Maschen haben. Und das war's auch erstmal mit den Zunahmen. Nun werden wir bis Reihe 33 keine Zunahmen mehr machen und in einem durchhäkeln. Also, wir bleiben bei 46 festen Maschen. Wenn ihr bei Reihe 33 angekommen seid, sehen wir uns wieder. Bis gleich. So, nun sind wir am Ende von Reihe 33 angekommen und haben 46 feste Maschen. Wir beginnen wieder mit einer Wendeluftmasche, drehen das Ganze und fangen nun mit den Abnahmen an. Ab sofort müssen wir sowohl am Anfang als auch am Ende eine Abnahme machen, also 2 Abnahmen pro Reihe. Vorher waren es immer 2 Zunahmen pro Reihe, jetzt sind es 2 Abnahmen pro Reihe. Und zwar geht das wie folgt. Ihr vergesst auf keinen Fall die Wendeluftmasche, stecht dann in die erste Masche, holt den Faden, in die zweite Masche, holt den Faden,
Habt 3 Laschen auf der Nadel und mascht sie zusammen ab. Fertig ist eure Abnahme. Jetzt häkelt ihr das Ganze wieder bis zum Schluss und macht das gleiche mit den letzten beiden Maschen. Reihe 35 und Reihe 36 wieder ohne Abnahmen in einem durch. So, nun bei Reihe 36 müssten wir 44 feste Maschen haben und werden in Reihe 37 wieder 2 Abnahmen machen. So, Reihe 38 und 39 wieder ganz normal durchhäkeln, ohne Abnahmen. Nun bei Reihe 40 wieder 2 Abnahmen. Reihe 41 und Reihe 42 wieder ohne Abnahmen. Und in Reihe 43 machen wir wieder 2 Abnahmen. Bei Reihe 43 angekommen, müssten wir jetzt nun aus Reihe 42 40 feste Maschen auf der Hand haben. Reihe 43 nun wieder 2 Abnahmen. So, in Reihe 44 werden wir wieder ganz normal abhäkeln, ohne Abnahmen. Bei 38 festen Maschen.
Reihe 45 angekommen, werden wir jetzt in Reihe 45 wieder 2 Abnahmen machen. Und wenn wir am Ende angekommen sind und unsere beiden Abnahmen gemacht haben, müssten wir bei 36 festen Maschen liegen. Reihe 46, trotz alledem die Wendeluftmasche nicht vergessen. Reihe 46 beginnen wir auch direkt wieder mit einer Abnahme. Und am Ende auch nochmal eine Abnahme. Somit werden wir dann auf 34 feste Maschen gekommen sein. Reihe 47 häkeln wir wieder ganz normal, ohne Abnahmen. Und bleiben bei den 34 festen Maschen. So, nähern wir uns nun dem Ende. Und zwar werden wir in Reihe 48 und in Reihe 49 nochmal jeweils 2 Abnahmen machen. Somit müsstet ihr dann, wenn ihr fertig seid und bei Reihe 49 angekommen seid, genau 30 feste Maschen übrig haben. Und dann haben wir den Innenradius schon mal fertig. Bei Reihe 49 sind wir am Ende angekommen, 49 Reihen, 30 feste Maschen, werden wir uns nun an den Rand begeben. Wir werden jetzt einmal halbe Stäbchen ringsherum häkeln, außer an dem unteren geraden Rand, also sozusagen da, wo vom Toilettendeckel auch die Halterung sitzt. Den lassen wir aus. Wenn ihr hier nun eure letzte Abnahme gemacht habt, wickelt ihr einmal den Faden um die Nadel, stecht in das kleine Loch und zieht danach den Faden durch alle 3 Schlaufen. Dann holt ihr nochmal den Faden, steckt das Ganze nochmal durchs gleiche Loch und nochmal durch alle 3 Maschen. Und das gleiche noch einmal. Nun haben wir 3 halbe Stäbchen in die Ecke reingehäkelt, um eine Rundung zu schaffen. Ab jetzt werden wir weiter mit halben Stäbchen arbeiten. Schaut, dass ihr locker bleibt, nicht zu fest, gleiche Abstände und versucht, wenn möglich, immer 2 Laschen auf die Nadel zu bekommen. Ich weiß, es ist nicht immer möglich, so wie jetzt hier. Das wäre jetzt der richtige Abstand für die nächste Masche. Da kann ich leider nur eine nehmen.
Ihr könnt auch tiefer einstechen, aber je nach Wolle ist das auch nicht immer möglich, weil es dann komisch aussieht. Und da wir ja einen sauberen Rand schaffen wollen, so wie hier jetzt, versuchen wir dann schon gleichmäßig zu bleiben. Also wenn es nicht anders geht, nehmt eine Schlaufe, bleibt immer beim gleichen Abstand, wenn möglich aber 2 Schlaufen. Legt das am besten zwischendurch mal hin, streicht das glatt. Wenn ihr seht, es wölbt sich an einer Ecke, müsst ihr natürlich nochmal aufribbeln. Das ist je nach Gefühl. Jemand, der schon länger häkelt, der hat da schon ein Gefühl für. Für Anfänger, die müssen halt das Ganze mal öfters ablegen und gucken, ob sich keine Dellen bilden. Ich habe jetzt zum Beispiel hier auch falsch eingestochen. Den Rand zu machen ist dann halt jetzt etwas friemeliger. Oh, ich kriege eine Krise. Wenn ihr am Ende angekommen seid, sehen wir uns wieder. Und wie gesagt, lasst den unteren Teil bitte aus. Wenn ihr am Ende angekommen seid und einmal rumgehäkelt habt, vergesst bitte nicht, unten an die Ecke wieder 3 Stäbchen in dieses Eckloch zu machen. So, nun am Ende angekommen, 3 halbe Stäbchen in das letzte Loch gemacht. Beginnen wir mit 2 Wendeluftmaschen, drehen das Ganze und fangen wie bei unseren festen Maschen in der ersten kompletten Masche an und danach häkeln wir wieder von unten nach oben in die vordere Schlaufe. So, am Ende angekommen, können wir nun mit Reihe 3 beginnen. In Reihe 3 brauchen wir 6 Abnahmen, die ich wie folgt angelegt habe. Warum ausgerechnet in dieser Position? In Reihe 4 werden wir mit festen Maschen 7 Abnahmen machen. Die können wir dann genau hier zwischensetzen. So haben wir die Abnahmen nicht an den gleichen Stellen, es bilden sich keine Knubbel und es zieht sich auch nichts zusammen. Wenn ihr soweit seid, können wir beginnen. Diese Reihe werden wir allerdings noch mit halben Stäbchen arbeiten und diesmal diese Reihe hier mitnehmen. Wir werden jetzt in Runde 3 bei den 6 Abnahmen weiter mit den halben Stäbchen arbeiten. Da wir aber den unteren geraden Teil jetzt mithäkeln werden, können wir auch hier gleich beginnen, dass sich das Ganze wölbt. Denn das ist ja auch mit den Abnahmen unsere Absicht. Ihr holt den Faden und sticht direkt um die Ecke in die erste Masche ein
und mascht das halbe Stäbchen ab. Spätestens bei der zweiten Masche oder bei der dritten merkt ihr, wie sich die ganze Ecke umwölbt. Und das Ganze werden wir auch auf der anderen Seite noch machen. Na, was ist das denn jetzt? Oh, ich liebe das, wenn sich die Wolle teilt. So. Und auch hier an der Ecke wieder Faden holen, in die erste Masche einstechen und einfach um die Ecke häkeln. So, nun kommen wir zur ersten Abnahme. Hier könnt ihr euch natürlich aussuchen, ob ihr die vordere oder die hintere Masche mitnehmen wollt. Ich nehme jetzt mal einfach die vordere. Holt den Faden, durch die Schlaufe Faden holen, durch die nächste Faden holen, 4 Laschen auf der Nadel und durch alle Faden ziehen. Fertig ist eure erste Abnahme. So, bei der nächsten Markierung angekommen. Der gleiche Spuk wie gerade eben. Ihr holt den Faden, durch die erste Masche Faden holen, durch die zweite Masche Faden holen und alle 4 Laschen abmaschen. Und weiter geht's. Das Ganze macht ihr mit den nächsten 4 Markierungen auch noch. Schließt die Runde ab und dann sind wir auch schon bei Runde 4. Bei Runde 4 werden wir mit festen Maschen arbeiten und unsere 7 Markierungen verteilen. Bis gleich. Nachdem wir die 7 Markierungen, wie ihr hier seht in Rot, ein bisschen anders gesetzt haben als die grünen, also eine oben in die Mitte, dann zwischen den grünen, da zwischen den grünen und hier unten. Wir werden jetzt die 4. Reihe beginnen mit festen Maschen und an den roten Stellen unsere Abnahmen machen.
Dabei werden wir aber hier diesen Rand diesmal wieder auslassen. Argo hier beginnen und einmal so rum. So, wir den Rand hier unten auslassen werden, den geraden, machen wir wieder eine Wendeluftmasche. So. Drehen das Ganze. Und jetzt könnt ihr euch auch wieder aussuchen, natürlich die erste Masche komplett abmaschen und danach, ob ihr wieder nur die Schlaufe oder die ganze Masche nehmt. Faden holen, nächste Masche, Faden holen, 3 Schlaufen und durchziehen. Solltet ihr eure grünen Markierungen oder eure Markierungen, die ich in grün habe, noch drin haben, dort keine Abnahmen machen. Einfach dran vorbei häkeln. So, wir sind bei der nächsten runden Markierung angekommen. Durchstechen, Faden holen, nächste Masche, durchstechen, Faden holen, 3 Laschen auf der Nadel und den Faden durch alle durch. Das macht ihr jetzt mit den restlichen Abnahmestellen, bis ihr einmal rum seid. Und dann können wir weitermachen mit Runde beendet. Kommen wir zur 5. In der 5. Runde werden wir hier am unteren Teil, also der gerade Teil, wo die Gelenke des Deckels sitzen, mit festen Maschen einmal alles abmaschen bis zur anderen Seite. Dabei werden wir keine Luftmasche machen, sondern direkt um die Ecke häkeln. Das soll sich ja am Deckel auch drum legen. Am Ende der Reihe angekommen, auch hier wieder ohne Luftmasche einfach um die Ecke häkeln. So. Nun können wir auch mit den doppelten Stäbchen beginnen. Dazu werden wir 4 Luftmaschen häkeln, dann den Faden zweimal um die Nadel wickeln, in die erste Masche einstechen, Faden holen und dann haben wir 4 Schlaufen auf der Nadel. Faden holen durch 2, wieder Faden holen durch 2 und zum Schluss nochmal den Faden holen durch die letzten beiden. Fertig. Faden zweimal um die Nadel wickeln, in die Masche einstechen, Faden holen, wieder Faden holen durch 2, Faden nochmal holen durch 2 und den Faden nochmal holen durch die letzten beiden.
Das macht ihr jetzt so lange, bis ihr einmal rum seid. Hier unten die gerade wieder auslassen. Die haben wir jetzt gerade mit festen Maschen abgehäkelt, was zur Reihe 5 gehörte. Wenn ihr soweit seid, machen wir weiter. Kommen wir nun zu einer Wendeluftmasche und drehen das Ganze. Die 6. Reihe ist die vorletzte Reihe und besteht nur aus festen Maschen. Diese allerdings würde ich in der kompletten Masche abmaschen, da wir jetzt im Grunde mit dem Abschlussrand beginnen. Diesen könnt ihr jetzt einmal komplett herum, auch unten, wo das Gelenk des Toilettendeckels sitzt, einmal lang. Die festen Maschen werden wir einmal komplett herum machen, auch unten den geraden Abschnitt, wo das Gelenk des Toilettendeckels sitzt, den auch mitnehmen. Da wir unseren schönen Abschluss einmal komplett herum haben wollen. So, am Rand angekommen, unten an der Ecke, wo auch das Gelenk nachher sitzt, geht ihr hin und stecht in die letzte Masche ein und mascht eine feste Masche ab. Dann nehmt ihr eine Wendeluftmasche, wendet das Ganze allerdings nicht und stecht direkt hier vorne, nehmt ihr die beiden Schlaufen, stecht ein und mascht das Ganze ab. Dann kann es sein, dass ihr dieses doppelte Stäbchen etwas drehen müsst, um die nächsten 2 Schlaufen zu kriegen. Das ist ein bisschen friemeliger an der Stelle. Und mascht das Ganze wieder ab. Wenn nicht, nehmt ihr die Spitze eurer Nadel, nehmt die untere einzelne Masche, dreht das Ganze nach unten durch und habt auch die beiden. Hier unten ist dieser einzelne Faden. Nehmt ihr den Nadelkopf, und fertig. So bekommt ihr an der Ecke einen schönen Abschluss. Wir nähern uns dem Ende, also der nächsten Ecke. Und hier den gleichen Spaß wieder. Wenn ihr die Maschen so bekommt, mascht sie auf dem normalen Wege ab. Mein Stäbchen ist hier zum Beispiel sehr locker auf dieser Seite. Hier allerdings wieder nicht. Die Wendeluftmasche nicht vergessen, ohne das Ganze zu drehen, und mit einer Kettmasche das Ganze abschließen. Kommen wir nun zum Abschlussrand. Ihr beginnt mit einer Wendeluftmasche, wendet das Ganze allerdings nicht. Ab jetzt werden wir rückwärts häkeln. Ihr stecht in die erste Masche ein, holt den Faden und zieht ihn durch alle durch. Nächste, einstechen, Faden holen, durch alle durchziehen. Und dies Masche für Masche. Es gibt noch die Variante,
wo ihr einstecht, den Faden holt, durch 2 zieht, nochmal den Faden holt und nochmal durch die letzten beiden. Probiert es aus und schaut, welche Variante euch am besten gefällt. Den Krebsstich, den werdet ihr jetzt auch einmal komplett rummachen, auch am unteren geraden Teil. Und dann sind wir auch schon fertig und können die Kordel einfädeln. An der Ecke angekommen, werdet ihr hier einfach Masche für Masche um die Ecke häkeln, ohne Wendeluftmasche. Hier habe ich nun meine Kordel eingefädelt. Immer 2 Stränge nach oben, 2 Stränge nach unten. Und ich würde sagen, es kann sich sehen lassen. Wenn euch die Anleitung gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Solltet ihr Fragen haben, schreibt es einfach unten in die Kommentare. Schaut einfach auf meinem Kanal vorbei, insofern ihr ihn noch nicht kennt, und abonniert ihn doch einfach kostenlos. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachhäkeln. Bis zum nächsten Mal. Bye bye.